Hallo, wir haben hier gerade das Problem, dass immer ein Fuchs kommt und das Essen klaut. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das am besten lösen. Bevor wir ins Heid gingen, konnten wir den Fuchs noch vertreiben. Einmal kam er noch kurz zurück, aber danach konnten wir uns ganz auf die Adler konzentrieren. Der Adler kam schnell, majestätisch und entschlossen. Als Herrscher an der Spitze der Nahrungskette jagte er der Rohrweihe nach und schnappte sich den Pocken. Als der Adler mit seiner Beute auf dem Ast saß, kam auch das Weibchen angeflogen. Beim Iberienadler ist das Männchen kleiner als das Weibchen. Die Paare bleiben meist zusammen und sind häufig gemeinsam zu beobachten. An diesem Tag boten sich viele Gelegenheiten, die Adler im Flug zu fotografieren. Mehrfach flogen sie direkt vor uns vorbei, ohne sich länger irgendwo niederzulassen. Wir waren dennoch sehr zufrieden mit den Flugaufnahmen, auf denen man besonders gut die markanten weißen Partien an den Flügeln erkennt. Ein deutliches Unterscheidungsmerkmal zum Steinadler. Es boten sich auch fotografische Möglichkeiten mit anderen Vogel- und Greifvogelarten. Die meiste Aufmerksamkeit galt jedoch den Iberienadler, die an diesem Tag klar im Mittelpunkt standen. Wie man sieht, startet auch das Weibchen, nachdem es in der Ferne einen Hasen entdeckt hat. Der Jagdversuch blieb zwar ohne Erfolg, nicht jeder Versuch ist ein Treffer. Aber man erkennt gut, dass die Adler hier nicht abhängig vom Heid sind. Sie leben völlig frei in ihrem Revier, finden hier aber eine verlässliche Nahrungsquelle. Das trägt letztlich auch dazu bei, die Art zu unterstützen und ihren Bestand zu sichern. So, hallo zusammen. Ich melde mich hier gerade aus dem Hotel nochmal zur Mittagspause. Wir haben jetzt den 3. Tag. Wir sind am 1. Tag die Besucher vom Flughafen abgeholt und sind dann jetzt hier runtergefahren in La Mancha. Am ersten Abend ging es dann zu Greifvögel. Haben wirklich sehr schöne Aufnahmen gemacht von der Rohrweihe oder auch von dem Mäusebussard in verschiedene Färbungen. Also es waren noch 3 Exemplare da. Und genau dann am nächsten Tag ging es dann zu den Greifvögeln, wie schon vorher gesagt. Und genau da haben wir dann das Erlebnis gehabt mit dem Fuchs, der leider immer das Essen geklaut hat von den Greifvögeln und die sich dann nicht so richtig getraut haben reinzukommen. Wir haben trotzdem gute Aufnahmen gemacht, aber es war jetzt nicht der Idealfall. Am Nachmittag sind wir dann nochmal zu den kleinen Singvögeln gegangen. Das ist eine Wasserstelle. Und ja, wir waren halt vorbereitet für kleine Singvögel, auch mit den Objektiven und allem. Und ja, haben Fotos gemacht, haben dann auf einmal einen großen Flatsch gehört und da war dann die Überraschung, das war ein junger Schwarzstorch. Der kam zu dem kleinen Tümpel und hat sich da dann einen Frosch gepackt und wir haben wirklich super Aufnahmen gemacht auch, also gerade mit dem Frosch im Schnabel. Und es war eine gute Überraschung. Genau, der Schwarzstorch, das ist natürlich jetzt auf dem Weg nach Afrika und ruht sich dann hier auch ein paar Tage aus in La Mancha hier in Spanien. Und so Überraschungsfälle gibt es dann natürlich immer wieder, vor allem jetzt hier im Oktober. Und das war der 2. Tag. Dann heute Morgen ging es zum Iberienadler, wo wir auch wieder diesen Zwischenfall hatten mit dem Fuchs.
Ich habe es gestern natürlich gleich weitergegeben, dass es zu dem Vorfall kam mit dem Fuchs, und der Halbbesitzer hat natürlich auch gleich super reagiert, und wir konnten dann heute, wir konnten es dann lösen. Also wir haben es dann auch geschafft, den Fuchs zu verscheuchen. Der kam noch einmal rein, aber dann war auch gleich der Iberienadler da. Und dann der Fuchs kam dann nur noch einmal, hat sich was gepackt und war dann weg. Also er hat sich dann auch nicht mehr getraut reinzukommen, wahrscheinlich auch wegen der Präsenz von den Adlern. Und genauso kam es wirklich auch wieder zu super Aufnahmen, also vom Iberienadler, der auf einem Baum saß. Das waren ein Pärchen, ein Männchen und ein Weibchen. Und was sonst noch da war auch wieder die Rohrweihe und Bussarde. Genau, wir haben da aus verschiedenen Situationen Fotos gemacht, Baumstämmen oder auch im Flug, vor allem auch im Anflug. Das ist natürlich immer die Herausforderung, die dann am Anflug zu fotografieren. Aber es gab wirklich viele Möglichkeiten und auch wirklich gut umgesetzt. Und ja, heute ist dann der 3. Tag. Heute Abend geht es nochmal zu der Lagune, mal gucken, was wir da sehen. Wir haben jetzt auch schon Kraniche gehört, die sind jetzt auch hier eingetroffen. Das ist jetzt nicht unser Hauptziel, die jetzt zu fotografieren, aber natürlich ist immer eine schöne Sichtung oder auch für die Atmosphäre einfach hier zwischen den Lagunen immer die Kraniche zu hören und zu sehen. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Mal schauen, wie es weitergeht und was noch für Überraschungen kommen. Hier sehen wir die Heiz im Wasser, wo wir am Abend Aufnahmen von den Wasservögeln gemacht haben. Zuvor hatte der Guide Xavi in den Kanälen einen jungen Haubentaucher entdeckt, der sich verirrt hatte und in schlechter Verfassung war. Hier sieht man, wie er ihn in der Lagune wieder aussetzt, im warmen Licht des Sonnenuntergangs. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo, damit ihr auch das nächste Video nicht verpasst. Das war der 2. Teil unserer kleinen Serie. Im nächsten Video geht es dann weiter mit den Eindrücken der kommenden Tage.